Sternenmedium Daily, herzlich willkommen heute zum 9. April 2025. Energiebotschaften für jedes einzelne Sternzeichen. Ich beginne wie immer mit dem Steinbock aus diesem Deck. Wow! Lieber Steinbock, du wirst heute an etwas erinnert. Und zwar an einen Wunsch, an einen Traum, an ein Ziel. Näher als gedacht. Alles Vorstellbare ist auch möglich. Lieber Steinbock, heute geht es um den Fokus. Sei fokussiert. Du bist näher dran, als du glaubst. Der Wassermann. Wow. Der Wassermann, gut möglich, dass er heute verlockt wird. Das bedeutet etwas Verlockendes oder jemand möchte dich verlocken. Vorsicht, du wirst eventuell auf Umwege gebracht. Du wirst eventuell in die Irre getrieben. Das heißt, gebe heute, wie man so schön sagt, deinem inneren Schweinehund nicht nach, sondern ganz konzentriert das, was zu tun ist. Denn ansonsten kann es gut möglich sein, dass du dich mit doppelt und dreifacher Arbeit wieder vorfindest. Es kann gut möglich sein, dass heute jemand, wie gesagt, ganz verlockend, frohlockend mit dir kommuniziert, dir eine Botschaft überbringt. Lass stehen, tune nicht hinein. Morgen ist ein anderer Tag, da hast du bessere Sicht. Die Fische, wow! Ja, liebe Fische, wo möchtest du hin? Bist du dort, wo du bist, richtig? Bist du. Doch möchtest du dort verweilen. Es kann gut möglich sein, dass du heute auf jemanden triffst, jemand zu dir kommt, ganz egal wie. Ein neuer Mensch tritt in dein Leben oder ein Altbekannter. Es geht darum, ehrlich zu sein, Grenzen zu setzen oder aber auch mit diesem neuen Menschen gemeinsam ein Stück zu gehen. Es ist wichtig, dass du heute wirklich aussprichst, was du fühlst, was du denkst. Versuche nicht, deinen Vorteil herauszuziehen. Es geht um Loyalität. Es geht um den anderen Menschen. Ist alles offen und ehrlich, wirst du durch diesen Menschen alles bekommen, alles erfahren. Im Falle, dass du nicht ehrlich bist, versuchst, deinen Vorteil daraus zu ziehen, Feinde bis in alle Ewigkeit dieses Lebens. Kann selbstverständlich auch gut sein, dass du dieser loyale Mensch bist, jemand anderem gegenüber. Der Widder bitte, wow! Lieber Widder, heute behalte einen klaren Überblick. Schwierig, es gibt viel zu tun. Du behältst den klaren Überblick, indem du dich im größten Chaos herausnimmst, herausgehst.
eine Pause machst. Doch in dieser Pause beobachtest. Es kann gut möglich sein, dass dir heute einiges zu viel wird. Der Stresspegel steigt, vor allem mit dem, was andere Menschen von dir wollen, vor allem durch deine eigenen Gedanken. Beobachte und lasse dir von jemand ganz Bestimmten nicht in die Karten sehen. Du wirst heute genau dorthin gebracht, geführt, Indizien oder wirklich physisch, wo für dich die Antwort und die Lösung sind. Der Stier. Der Stier überlegt, der Stier braucht eine neue Strategie. Viel Zeit ist vergangen, doch die perfekte, für dich perfekte Antwort ist noch nicht gekommen. Doch sie ist so offensichtlich. Es bleibt so lange bestehen, bis du nicht gehst aus der Situation heraus. Die neue Strategie, den neuen Plan bekommst du dann, wenn du den Fokus von da abziehst und dorthin lenkst. Der Zwilling bitte. Der Zwilling darf heute eine neue Erfahrung machen. Denn in dem, was ist, wird etwas Neues erkannt. Gut möglich, dass du einen Menschen, einen deiner Mitmenschen plötzlich in ganz anderem Gewand siehst, ganz anderem Licht siehst, eine neue Seite erkennst. Du kannst damit machen, was du für richtig hältst. Doch eine Überraschung ist es ganz gewiss. Auch wirst du etwas über dich selbst diesbezüglich erfahren, nämlich, dass du zu weitaus mehr fähig bist, als du dachtest. Die rettende Idee, der zündende Funke kommt ab 17 Uhr. Der Krebs. Der Krebs ist heute wahnsinnig, im wahrsten Sinne des Wortes. Wo du so auf dich selbst fokussiert bist, tust, was dir gefällt, was dir in den Sinn kommt, was du für richtig hältst. Heute stehst du Kopf. Gut möglich, dass dein Tag, die Geschehnisse am Tag nicht so verlaufen, wie du sie dir erwünscht hast, gedacht hast, erhofft hast, erwartet hast. Reagiere nicht. Es hat alles einen größeren Sinn und Zweck. Manchmal, lieber Krebs, ist es besser, sich unterzuordnen. Nicht aus Schwäche, sondern weil das Universum möchte, dass es anders läuft. Geh in die Annahme und du musst nicht immer Vollgas geben. Der Löwe. Ha! Der Löwe. Und der Löwe ist da. Wow. Heute, lieber Löwe, bist du echt in deiner Kraft. Pläne, doch nicht nur. Du, lieber Löwe, hast heute ganz schön viel zu tun. Und gut bist du da in deiner Kraft. Eine Checkliste. Irgendetwas wurde übersehen. Das kommt ans Tageslicht. Wow. Für diejenigen, die bisher rote Zahlen hatten, diese dürfen rosa werden.
und ganz verschwinden. Es ist wichtig, dass du heute zu dir stehst, zu deinen Handlungen stehst, Verantwortung übernimmst. Vor allem dir selbst gegenüber. Und es gibt einen Moment am frühen Nachmittag, da ist es besser, wäre es besser, wenn du dir ein bisschen auf die Zunge beißt und die Jungfrau, wow. Die Jungfrau, der ist heute vielleicht etwas schwindlig, bisschen Kopfdruck. Die Jungfrau denkt sich, was ist nur los? Gerade in diesen Momenten ist es wichtig, positiv zu bleiben. Gerade in diesen Momenten, liebe Jungfrau, ist es wichtig, dass du keinen Widerstand leistest. Wenn irgendetwas zum x-ten Mal nicht klappt, wenn irgendetwas dich zum x-ten Mal belastet, frage nicht, warum ist das so, sondern was stattdessen? Du wirst heute ist jetzt große Zeitspanne, zwischen 11 Uhr vormittags und 18 Uhr eine positive Nachricht erhalten, einen positiven Input, eine Botschaft, irgendetwas für dich Positives erhalten. Und das, liebe Jungfrau, ist der Checkout. Die Waage. Die Waage darf heute Erkenntnisse erlangen. Die Waage darf heute Zusammenhänge verstehen, doch nicht nur. Der Waage wird heute etwas mitgeteilt. Gut möglich von einem Feuerzeichen, Widder, Löwe, Schütze. Es ist etwas Komplimentöses. Es hat mit Anerkennung zu tun. Deine Größe wird angesprochen. Dein Licht wird angesprochen. Gut möglich ein Danke aus ganzem Herzen. Und das gibt dir eine neue Richtung, liebe Waage. Es ist wichtig für dich, dass du nicht nur mit dem Thema der Ferne an morgen denkst, also es heißt für die nächste Zeit, die nächsten Monate, sondern Langzeit. Der Skorpion. Der Skorpion hat heute eine Riesenerkenntnis, nämlich, dass die ganze Aufregung, das ganze Genervte, der ganze Schmerz zu etwas da ist. Heute wirst du das Gefühl haben, dass dich jemand an der Nase herumführt. Heute wirst du vielleicht zu jemandem sagen, ja, willst du mich hinters Licht führen? Willst du mich veräppeln oder was? Sei nicht sauer, sei nicht wütend. Es ist ein Richtungsweiser und die Erkenntnis, sie darf in dich hineinkommen. Heute behalte die Nerven. Wenn du es schaffst, die Nerven zu behalten, geht dein Dämmerzustand ganz schnell vorbei, lieber Skorpion. Und es darf radikal verändert werden. Der Schütze,
Gut möglich, dass der Schütze heute wie kann ich das sagen, bitte? Spürt, dass etwas in der Luft liegt. Die Luft, manchmal ist sie ganz dünn, aber messerscharf. Unsicherheit schon von morgens an. Ein Gefühl in dir. Gut möglich, dass heute ein Luftzeichen auf dich zukommt und dir nicht das, was du erwartest, übermittelt, überbringt, sondern ganz was anderes. Nervosität, du gehst vom Schlimmsten und Schlechtesten aus. Doch dabei wird die Suppe längst nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird, lieber Schütze. Geh nicht gleich auf Angriff. Keine messerscharfen Worte. Du wirst den Tag mit einem breiten Grinsen verabschieden. Und die Karten auf dem Tisch, sie werden nicht mal neu gemischt, du bekommst ein komplett neues Deck. Also, nicht zu voreilig quatschen und handeln. Wart's ab. Es kommt besser als gedacht. Zum Abschluss für alle noch eine Engelkarte, eine Botschaft. Es sind einige, zu viele. Es waren 5 Karten. Noch einmal bitte. Eine Karte, eine Engelbotschaft für das Kollektiv. Wieder mehrere. Erzengel Jophiel, Feier des Lebens und Großzügigkeit im Schnellverlauf. Dieser Erzengel arbeitet mit dem goldenen Lichtstrahl und bezieht seine Weisheit vom Ursprung aller Dinge. Bitte ihn um Erleuchtung und Hilfe dabei, die Quelle deines eigenen tiefen inneren Wissens anzuzapfen. Erzengel Jophiel kann dir auch dabei helfen, zu lernen und Informationen aufzunehmen. Wie wunderbar! Wenn du gerade studierst oder mit irgendeiner anderen Ausbildung beschäftigt bist, wird dir jetzt göttliche Unterstützung zuteil. Feier des Lebens. Jetzt ist die Zeit gekommen, um nach der Freude, der Wonne und dem Wunder eines jeden Tages Ausschau zu halten und dich daran zu ergötzen. Wenn wir alle Ereignisse und Veränderungen in unserem Leben mit Freude akzeptieren, ist das unsere Art, Danke zu sagen. Dann freuen sich die Engel mit uns. Feiere mit anderen Menschen, wann immer du kannst. Denn dabei wird eine enorme Energie frei. Mit eurem Lachen und eurer Fröhlichkeit zieht ihr viele Engel an, die euch ihren Segen erteilen. So bist du glücklich mit anderen verbunden. Die Engelweisheit fordert dich auf, allen Dingen in deinem Leben, ob groß oder klein, mit Ehrfurcht zu begegnen und sie freudig zu akzeptieren. Finde gleich jetzt in diesem Augenblick etwas, das du feiern kannst. Großzügigkeit. Großzügigkeit ist eine spirituelle Eigenschaft. Sie ist Freude am Glück der anderen. Selbst dann, wenn du selbst gerade keinen Grund zum Feiern hast. Großzügigkeit ist eine innere Haltung, durch die es dir Freude macht zu geben, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten. Wenn du diese Karte ziehst, ist das eine Aufforderung an dich, großherzig zu sein. Sie verrät dir, dass du innerlich bereit bist, nach dieser edlen Charaktereigenschaft zu streben. Die Engelweisheit empfiehlt dir, anderen Menschen liebevoll, großzügig und offenen Herzens
von allem abzugeben, was du hast. Es geht nicht immer nur um materielle Dinge, sondern manchmal um deine Aufmerksamkeit, dein Zuhören, dein Lächeln, dein Dasein. In diesem Sinne, Happy Day. Bis morgen. Ciao.